Dust für 3,2 Milliarden. 1k F-Coin. Aber er hat geschrieben 1k Dust. Ich dachte gerade. Junge, what the fuck? 1k F-Coin für 3,2 Milliarden, was geht ab? Ja. That would have been crazy. Also, ihr habt Danny. Es ist nie zu spät für ein bisschen Flife, Danny. Zieht euch das mal rein. Jedes Mal, wenn ich foode, seht ihr das? Jedes Mal, wenn ich foode, breche ich meine Dailies ab. Ich drücke auf Abholen. Jetzt foode ich. What the fuck? Das ist so bescheuert, ey. Das ist mir schon öfter aufgefallen, dass einfach random, ich drücke auf Abholen und dann bricht es einfach ab. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Und ich... Also einer ist es Fooden. Es gibt noch andere Sachen, die es abbrechen. Also ich habe mal gedacht, wenn man sich Battle Pass Aufgaben abholt oder ein Level Up dort hat, bricht es das auch ab. Und es ist manchmal so gefühlt, aber nicht immer irgendwie. Das habe ich noch nicht so hundertprozentig rausgefunden, warum. Aber wenn du foodest, brichst du deine Daily Spielzeitbelohnungen ab. Komplett bescheuert, wer sich sowas ausdenkt. Gut, ist wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber... Morgen heiratet ein guter Freund. Verstehe ich nicht, wie man das zur FEC-Zeit machen kann. Tja, ich verstehe nicht, wie man das überhaupt machen kann. Ich hoffe für ihn, er hat einen Ehevertrag. Sonst würde er das irgendwann bereuen. Höchstwahrscheinlich. Die meisten Ehen werden geschieden. Die wenigsten bleiben für immer zusammen. Und dann wird es richtig teuer, wenn man sich scheiden lässt. Das wird richtig teuer. Gibt es jetzt wohl irgendwie einen Skandal, in Anführungszeichen, weil irgendein extrem seltenes Mount als Twitch-Drop oder so verfügbar ist oder wieder ist Twitch-Drop verfügbar. Und da regen sich wohl sau viele Leute richtig drüber auf, dass es halt, wie das sein kann, dass man so ein altes, seltenes Mount, so ein seltenes Sammlerstück gefühlt ist, dass es das jetzt einfach nochmal gibt oder wieder gibt als Twitch-Drop. Und da sind ein paar Leute richtig am Ausrasten. Und das hat mich an Flife erinnert, weil ich habe ja auch teilweise angefangen auf Bodeng mal hier und da so CS zu kaufen, Speedsets. In der Hoffnung, dass es die halt dann, also die gibt es ja immer nur für 2 Wochen. Und in der Hoffnung dann halt, dass halt dann ein halbes Jahr später, ein Jahr später oder so, dass die Sachen dann halt sauteuer sind, weil sie halt immer noch beliebt sind, weil sie so gut aussehen. Man sie halt aber schon ewig nicht mehr im Cash-Shop kaufen kann. Oder konnte. Und habe dann schnell realisiert, naja, es funktioniert leider nicht so gut, weil Gala immer wieder Cash-Shop-Aktionen macht, wo man das Zeug halt dann doch wieder bekommen kann. Zwar nicht für 2 Wochen, aber zumindest für ein paar Tage oder so. Special Weekend Sale oder whatever. Und habe ja schnell realisiert, ich habe hier und da und hier, ich habe sau viel Zeug gekauft. Ich habe einen ganzen Inventory voll mit Skins. Und alle Skins, bis auf vielleicht 1, 2 Ausnahmen, gab es mindestens schon 2-mal oder 3-mal im Cash-Up. Also hat das halt überhaupt nicht funktioniert mit dem Investment. Wahrscheinlich habe ich sogar Geld verloren. Und habe dann relativ schnell gesagt, ein paar Monate später, dass ich das nicht mehr machen werde. Habe auch seitdem eigentlich keine Skins mehr gekauft. Einmal auf FEC. Ich habe mir das FEC Eastern Set gekauft. Einmal. Also Red Set. Muss ich ja auch noch verkaufen irgendwie. Bevor die anderen Sets released werden. Aber ja. Habe ja quasi gesagt, das mache ich nicht mehr. Und zwar genau aus dem Grund, dass die halt als Firma oder Gala oder wer auch immer, Blizzard, die können halt einfach sagen, ja, ist uns egal, wie selten das ist. Es ist uns egal, ob das damals ein exklusives Item, ein spezielles Item war oder so. Wir können machen, was wir wollen letztendlich. Und worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, war, was ich mir halt auch gut vorstellen könnte, also jetzt gerade gibt es ja noch zusätzlich auf dem FEC den Grund, sich die 160er Waffen zu holen in Gold, weil es die ja nur jetzt hier auf dem FEC gibt. Aber was ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen kann, ist, dass sie selbst das entwerten könnten irgendwann mal
und sagen, sie verkaufen im Cash-Shop, auch wieder für 600 F-Coin oder so, oder dann vielleicht für 1000 oder so, verkaufen sie FEC Box 1 und FEC Box 2 und FEC Box 1 enthält dann quasi die goldenen Bloody Skins. Und die FEC Box 2 müssen sie natürlich ein Jahr länger warten oder so. Da sind dann die goldenen Luzakas, in Anführungszeichen Crystal, sind die normalen Luzakas-Waffen, in Gold drin. Und bei den Rüstungen genau das gleiche. FEC Armor Set 1, Armor Set Box 2 oder so. Und dann verkaufen sie diese ganzen eigentlich speziellen FEC-Skins irgendwann, vielleicht ab nächstem Jahr oder so, einfach im Cash-Shop, weil sie sagen, naja, komm, das ist schon so lange her. Und wir bekommen andauernd Anfragen, ob man das irgendwann mal wieder bekommen kann. Und dann sagen sie auch einfach, ja, ist jetzt ja schon so lange her. Und das sind ja nur Skins, so ungefähr. Kann ich mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass sie das machen. Also dann halt ohne Effekte, dass das halt dann wirklich nur die Skins sind. Kann ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, weil bei allen anderen Sachen hieß es ja auch exklusiv, whatever. Ich meine, ich sag nur FEC Eastern Red. War ja auch dieses Special-Ding, wo es auch nur 2000 Boxen gab. Und jetzt ist ja schon offensichtlich, dass es früher oder später noch so ein Set geben wird. Sie müssen es eigentlich nur noch releasen in den verschiedenen Farben. Also, die können machen, was sie wollen, letztendlich. Und ja, werden sie wahrscheinlich auch. Oh scheiße, der Chef hat nächste Woche Geburtstag. Fuck, nein. So fühlt sich's an. Wir haben noch gar keine Karte besorgt, oh nein. Schon gesagt, die Frage ist halt, auf wie viel Content verzichten wir, auf wie viele Updates verzichten wir, nur wegen dem FEC-Server. Weil Gala sieht das wahrscheinlich als Content. Dabei ist es das ja gar nicht. Du machst dir einfach genau das gleiche wie auf Buro-Denken, du machst es halt nochmal. Und das soll dich halt ein paar Monate beschäftigen und davon ablenken, dass es keinen neuen Content gibt. Leider. Ist daraus geworfen worden, Nachbarin hat gestresst. Das kommt davon, wenn man 187 auf voller Lautstärke hört. Bruh. Sie hatte wohl keine Lust auf ein paar 100er Batzen in Umhängetaschen. €2500 Miete, damit man in Crackfurt wohnen kann, weiß ich nicht. Ja, das ist echt fragwürdig, ja. What the fuck? Whales, dolphins and shrimps. Take in consideration that there are pistol shrimps. They do clean the ecology well. Was? What the fuck? Einfach Meeresbiologe. einfach Meeresbiologe im Chat. What the fuck?